Der Mazda MX-5 Miata 2024. Ein noch besserer Maßstab. Subtile Verbesserungen machen eines der besten Sportwagen auf dem Markt noch ein wenig süßer. Kaum zu glauben, aber die 4. Generation des Mazda Miata, genannt ND, nähert sich dem 10-Jahres-Jubiläum. Eine Ewigkeit, wenn man bedenkt, dass die meisten Modelle alle 4 bis 6 Jahre neu gestaltet werden. Um Dinge frisch zu halten, hat der ND Miata sein zweites Facelift erhalten und wird nun ND3 genannt. Es gibt die erwarteten Änderungen: ein neues Infotainment-System, einen neu gestalteten Frontstoßfänger, neue Lichter, neue Räder sowie neue Lack- und Ausstattungsoptionen. Doch die bedeutendsten Upgrades für Miata-Enthusiasten sind das überarbeitete Lenksystem und ein neues Sperrdifferential. Das Differential hat unterschiedliche Sperrgrade, bei und ohne Gas, was das Auto beim Bremsen und beim Einlenken stabilisiert und das Untersteuern beim Kurvenausgang reduziert. Ich fand immer, dass der ND Miata eine sehr gute Lenkung hatte, aber mit seinem zusätzlichen Gewicht und der natürlicheren Mittellage ist das Lenkgetriebe des ND3 eine enorme Verbesserung. In Kombination mit dem kommunikativen Fahrwerk des ND Miata vermittelt das Auto lebhaft, was auf der Fahrbahnoberfläche passiert. Das Fahrwerk ist auf der Straße fantastisch. Wie immer benötigt das weiche Fahrwerk einen Moment, um sich nach dem Einlenken zu setzen, aber wenn es soweit ist, kann man das Auto mit dem Gas fahren. Mazdas Engagement zur Gewichtsreduzierung. Dieses Auto wiegt nur 1062 Kg, zahlt sich auf dem Land aus. Das Auto schmiegt sich an die Straße, arbeitet mit der Oberfläche, anstatt sie zu überwältigen. Es ist bemerkenswert steif für ein Cabriolet. Und obwohl das Wanken ausgeprägter ist als bei Autos wie dem BRZ oder GR86, dient es der Verbesserung des Fahrkomforts. Dave Coleman, Leiter der Fahrdynamik bei Mazda Nordamerika, weist oft darauf hin, dass die besten Straßen zu den am wenigsten befahrenen und daher am schlechtesten instand gehaltenen gehören. Hier führt ein härteres Fahrwerk bestenfalls zu einem unangenehmen Erlebnis und schlimmstenfalls dazu, dass die Reifen den Kontakt zur Straße verlieren. Obwohl der Antriebsstrang für den ND3 unverändert bleibt, verdient er dennoch Erwähnung. Dieser Vierzylinder liefert sofortiges Ansprechverhalten und eine perfekt gleichmäßige Leistungsentfaltung bis zu seiner 7500 IU-Min roten Linie. In einer Welt langweiliger Vierzylinder sticht dieser hervor. Es fühlt sich an wie ein echter Sportwagenmotor, der im oberen Drehzahlbereich leben soll, und klingt zudem großartig. Das Getriebe ist erhaben. Es gibt nichts Besseres, als direkt ins Getriebe zu schalten. Und die Schaltvorgänge sind perfekt gewichtet und präzise. Sorgfältige Abstimmung des Motoransprechverhaltens und eine leichte, kurzwegige Kupplung sorgen für schnelles, sanftes Schalten. Und die ideal angeordneten Pedale und das leichte Schwungrad machen es zum einfachsten Auto zum Zwischengas geben. Das Ergebnis ist, dass man einfach ständig schaltet, nur um des Schaltens willen. Das neue Sperrdifferential macht den ND präziser, ohne seine verspielte Natur zu opfern. Ein kurzer Radstand und ausgeprägtes Karosseriewanken bedeuten, dass sich die Gewichtsverlagerung im Miata mehr bemerkbar macht als in anderen Autos. Und man muss damit fahren. Aber mehr als je zuvor kann man in Kurven hineinbremsen, in dem Wissen, dass das Heck treu bleibt. Wenn man wieder zum Erhaltungsgas übergeht und anfängt, Leistung hinzuzufügen, lockert das Differential auf und bietet mehr Optionen für das Kurvenfahren. Der Miata dreht sich immer noch gerne und ein aggressives Lupfen in einer schnellen Kurve provoziert einen Drift. Es ist immer noch ein Auto, das man so sehr mit dem rechten Fuß lenkt, wie mit dem Lenkrad. Mazda hat hier kein Cabriolet wie den GR86 geschaffen. Redakteur und BRZ-Besitzer Chris Rosales wünscht sich weniger Karosseriebewegungen. Man lenkt ein, dann lenkt das Auto ein. Man korrigiert. Das Auto reagiert, man verpflichtet sich erneut. Und der Zyklus wiederholt sich, bis man es mit dem Gas beruhigt, sagt er. Chefredakteur Travis Okulski, der einen ND2 Miata besaß, bevorzugt das Lenkverhalten dieses ND3. Jeder, der es fährt, stimmt zu. Die Lenkung im älteren Auto war nie ein Hindernis für schnelles Fahren. Dieses aktualisierte Lenkgetriebe macht die Sache einfach noch angenehmer und verbessert den Dialog zwischen Fahrer und Auto. Für die Arbeit auf der Strecke hätten wir gerne einen Miata-Club,
mit dem optionalen Brembo-Bremspaket getestet, aber dieser Grand Touring bremste immer gut. Und wir hatten nach unserem Test noch viel Bremsbelag übrig. Ein weiterer Vorteil des geringen Gewichts. Diese kleinen Bremsen haben viel weniger Auto zu stoppen im Vergleich zu fast allem anderen auf dem Markt. Mazda hat auch einen neuen Track-Modus für die Stabilitätskontrolle hinzugefügt. Eine nützliche Funktion. Er erlaubt viel Schräglage, greift aber schließlich subtil ein, wenn nötig. Nur über den Hügelanstieg von Lime Rock ist er unerwünscht, wo er leicht an den vorderen Bremsen zupft und versucht, das Auto zu stabilisieren, während es über die Kuppe leicht wird. Aber es ist nicht so schlimm, dass man es vollständig ausschalten müsste. Es gibt etwas wunderbar Schlagfertiges an diesem Auto. Die Änderungen sind letztlich klein, aber wirkungsvoll. Mazda ist relativ gesehen ein kleines Unternehmen und der Miata, obwohl ikonisch, ist ein kleiner Teil seines Geschäfts. Wenn die Ingenieure den Miata aktualisieren, müssen sie viel mit wenig machen. Und das haben sie ohne grundlegende Veränderungen an dem, was bereits großartig war, erreicht. Am Tag unseres Streckentests hatten wir auch einen neuen BMW M3 CS und einen Porsche 718 Cayman GT4 RS mit einem Menthe Racing Handling Kit zur Hand. Beide sind brillante Werkzeuge für die Strecke, kosten aber fast $100.000 und weit über $200.000 mehr als dieser $36.220 teure Roadster. Dennoch glänzte der Miata. Von Anfang an habe ich den ND Miata als Maßstab gehalten. Im Grunde ist dies der ND Miata, den wir lieben gelernt haben. Ein rollendes Beispiel für all die Tugenden der Gewichtsreduktion, mit perfekter Balance, einem willigen Saugmotor und dem besten manuellen Getriebe, das heute erhältlich ist. Vielleicht sogar aller Zeiten. Es gibt schnellere Autos, aber in Bezug auf reinen Fahrspaß sind die Erträge ab diesem Punkt abnehmend. Das ist der Maßstab verbessert.